Du kaufst eine neue Sorte Katzenfutter. Vielleicht war es im Angebot. Vielleicht hat es der Tierarzt empfohlen. Vielleicht wirkte deine Katze einfach gelangweilt vom alten Futter. Du füllst das neue Futter in den Napf. Und schon nach 1-2 Tagen verändert sich etwas. Weicher Kot, Erbrechen, plötzlich kein Interesse mehr am Fressen. Eine Katze, die irgendwie nicht ganz sie selbst wirkt. Viele Halter denken in dem Moment sofort, das neue Futter muss schlecht sein. Aber was im Körper deiner Katze wirklich passiert, ist etwas viel Tieferes und biologisch fast vorhersehbar. Denn der Verdauungstrakt deiner Katze mag plötzliche Veränderungen nicht. Und das hat erstaunlich wenig mit dem Geschmack zu tun. Es hat mit Bakterien zu tun. Im Darm deiner Katze lebt ein komplexes Ökosystem aus Mikroorganismen. Diese Bakterien sind keine zufälligen Mitbewohner. Sie helfen, Nahrung zu zerlegen, Vitamine zu produzieren, Entzündungen zu regulieren und das Immunsystem zu stützen. Aber jetzt kommt der Punkt, den die meisten unterschätzen. Diese Bakterien passen sich genau an das an, was deine Katze regelmäßig frisst. Wenn deine Katze über Wochen oder Monate dieselbe Futtersorte bekommt, spezialisiert sich ihr Darmmikrobiom genau auf diese Nahrung, auf die Proteinquelle, auf den Fettgehalt, auf die Faserstruktur, sogar auf die Art der Kohlenhydrate. Stell dir nun vor, was passiert, wenn diese gesamte Zusammensetzung von einem Tag auf den anderen verändert wird. Die bestehende Bakterienpopulation passt plötzlich nicht mehr zur neuen Nahrung. Die alten Bakterien tun sich schwer, die neuen Bakterien sind noch nicht da. Und dieses Ungleichgewicht kann zu Gas, Reizungen, Wasserverschiebungen im Darm und Durchfall führen. Das hat nichts damit zu tun, dass das neue Futter schadlich ist. Es liegt daran, dass das Darmökosystem keine Zeit hatte, sich anzupassen. Und genau hier wird es spannend. Katzen sind Routinetiere. Nicht nur im Verhalten, auch biologisch. Sogar die Produktion bestimmter Verdauungsenzyme orientiert sich an dem, was deine Katze täglich frisst. Bei einer plötzlichen Umstellung muss der gesamte Verdauungsapparat neu justieren. Diese Anpassung braucht Zeit. Und während diese Anpassung läuft, treten Symptome auf. Durchfall ist dabei der häufigste Effekt. Warum? Weil ein gestörtes Mikrobiom die Wasseraufnahme im Darm instabiler macht. Der Darm bewegt sich schneller. Der Kot wird weicher oder sogar wasserig. Viele Halter geraten dann in Panik und stellen sofort wieder zurück auf das alte Futter. Aber genau dieses erneute Hin- und Herwechseln verschlimmert das Problem oft noch. Jetzt zum Erbrechen. Gelegentliches Erbrechen während eines Futterwechsels kann vorkommen. Vor allem, wenn das neue Futter einen anderen Fettgehalt oder eine andere Proteinquelle hat. Aber hier ist der wichtige Unterschied. Leichte Verdauungsreaktionen während einer Umstellung passieren bei einer Katze, die ansonsten normal wirkt. Sie spielt, sie trinkt, sie reagiert auf dich. Wenn aber Lethargie auftritt, Erbrechen sich häuft, Wasser verweigert wird oder Blut im Kot zu sehen ist das kein normaler Anpassungseffekt mehr. Das gehört dann sofort tierärztlich abgeklärt. Und jetzt zur Regel, die fast alles verändert. Sie ist sehr einfach. Die 7-Tage-Regel. Anstatt das Futter sofort komplett auszutauschen, mischst du das neue Futter schrittweise unter das alte. Tag 1 und 2 75% altes Futter, 25% Neues. Tag 3 und 4 50-50. Tag 5 und 6 25% altes Futter, 75% Neues. A-Flat, Tag 7 nur noch das neue Futter. So bekommen die Darmbakterien Zeit, sich nach und nach anzupassen. Das ist kein Trick, das ist Biologie. Aber genau hier wird es noch wichtiger. Manche Katzen brauchen sogar lange. Ältere Katzen, empfindliche Magen, Katzen mit chronischen Verdauungsproblemen oder Katzen, die zwischen sehr unterschiedlichen Futterarten wechseln, zum Beispiel von Trockenfutter auf Nassfutter oder auf Rohfutter. In solchen Fällen ist eine Umstellung über 10 bis 14 Tage oft sinnvoller. Vielleicht denkst du jetzt, was, wenn meine Katze das neue Futter komplett verweigert? Das ist sehr häufig. Katzen prägen sich extrem stark auf Geruch und Konsistenz ihres Futters ein. Plötzliche Texturwechsel können dazu führen, dass die Katze das neue Futter gar nicht mehr als Futter erkennt. Deshalb ist Geduld so entscheidend.
Sehr kleine Mengen am Anfang. Nassfutter leicht anwärmen. Feste Fütterungszeiten. Während der Umstellung möglichst kein Dauerfutter im Napf. Und auch das ist wichtig. Manchmal muss ein Futter sofort gewechselt werden. Bei einer Ruckrufaktion, bei einer diagnostizierten Allergie, bei einer tierärztlich angeordneten Diät. In solchen Fällen ist der schnelle Wechsel notwendig. Aber Magen-Darm-Reaktionen werden dann wahrscheinlicher. Das ist kein Versagen. Das ist Biologie, die auf Geschwindigkeit reagiert. Jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer. Warum reagieren Katzen auf Futterwechsel so viel empfindlicher als zum Beispiel Hunde? Weil Katzen sich evolutionär als hochspezialisierte Jäger entwickelt haben. Ihre natürliche Beute war ziemlich einheitlich. Anders als Menschen oder Hunde mussten sich Katzen nicht ständig auf neue Nahrungsquellen einstellen. Ihr System bevorzugt Konstanz. Und Konstanz bedeutet für sie Stabilität. Genau deshalb kann häufiges Variieren für Abwechslung bei manchen Katzen subtile Verdauungsprobleme erzeugen. Deine Katze braucht keine ständige Vielfalt. Sie braucht Verlässlichkeit. Und genau hier entsteht ein Missverständnis. Viele Halter interpretieren maßiges Interesse am Futter sofort als, sie braucht etwas Neues. Aber oft hat dieses Verhalten gar nichts mit dem Geschmack zu tun. Es kann an der Position des Napfes liegen, an Stress, an zu vielen Leckerlis, an der Tageszeit oder einfach an angelernten Erwartungen. Die eigentliche Frage ist also nicht, braucht meine Katze ein neues Futter, sondern warum will ich es eigentlich wechseln? Denn jeder Wechsel hat einen biologischen Preis. Manchmal ist dieser Preis klein. Manchmal sind es 3 Tage Durchfall. Manchmal entwickelt sich daraus eine längerfristige Empfindlichkeit. Was passiert also wirklich, wenn du das Futter deiner Katze zu schnell wechselst? Das Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht. Der Wasserhaushalt verschiebt sich. Verdauungsenzyme müssen sich neu einstellen. Der Kot wird weicher. Erbrechen kann auftreten. Der Appetit kann schwanken. Nicht, weil deine Katze schwach ist, sondern weil ihre Biologie Zeit zur Anpassung braucht. Katzen verhalten sich nicht zufällig. Ihr HERA-Verdauungssystem ist alt, spezialisiert und sehr stabil, aber genau deshalb auch langsam anpassbar. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Wechsle das Futter deiner Katze niemals zu schnell, außer ein Tierarzt sagt dir, dass es nötig ist. Ihr Körper braucht Zeit. Und sobald du diese Zeit respektierst, verschwinden die meisten rätselhaften Magenprobleme schon, bevor sie überhaupt entstehen. Hat deine Katze schon einmal stark auf einen Futterwechsel reagiert? Schreib in die Kommentare, was passiert ist. Ich lese mit. Und wenn du verstehen willst, was wirklich passiert, wenn deine Katze jeden Tag Trockenfutter frisst, dann ist das nächste Video genau der richtige Schritt.